Hallo, ich bin Elisabeth Berdinghof. Ich arbeite am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, einem Forschungsinstitut, wo ganz viel zu Leguminosen geforscht wird. Und ich arbeite im Leguminosen-Netzwerk. Das ist ein bundesweites Netzwerk, wo wir uns darum kümmern, dass eben mehr Hülsenfrüchte auf Äcker und Teller landen. Hülsenfrüchte heißen Hülsenfrüchte, weil es die Samen sind, die an der Pflanze in Hülsen wachsen. Und es ist eben, sind ganz unterschiedlich große Päckchen. Bei der Kichererbse sind ganz kleine Hülsen, wo wirklich nur 1 bis 2 Kichererbsen drin sind. Bei einer Ackerbohne findet man auch ein paar mehr Bohnen oder Erbsen mit drin. Aber das vereint sozusagen diese ganze Pflanzenfamilie. Das ist tatsächlich ein ganzer Blumenstrauß an Vorteilen. Ich denke, der wichtigste ist eigentlich die Position in der sogenannten Fruchtfolge. Also ein Landwirt baut ja nicht jedes Jahr dasselbe an auf einem Feld, sondern wechselt die Kulturen ab. Und je vielfältiger diese Fruchtfolge gestaltet wird, desto mehr kann Krankheitsdruck und Schädlingsdruck und Beikrautdruck begrenzt werden. Aber vor allem hat die Leguminose eben den ganz besonderen Vorteil, dass sie eigentlich ihren eigenen Dünger produzieren kann. Und das macht sie, indem sie zusammenarbeitet mit Bakterien und quasi Stickstoff aus der Luft der Pflanze zur Verfügung stellt. Und das ist deswegen so relevant, weil sie einerseits dadurch der Stickstoff-Input reduziert wird, also quasi der Energieeinsatz, der hinter einem Produkt steht oder hinter einer Fruchtfolge. Und sie gibt sogar noch Dünger an die nachfolgenden Kulturen innerhalb der Fruchtfolge ab. Die Stickstofffixierung passiert tatsächlich an den Wurzeln. Und da sieht man, wenn die Pflanze gerade in ihrer aktiven Phase ist, Knöllchen, das sind so kleine Kügelchen, die, wenn sie aktiv sind, ganz knallrot sind und wo eben der Stickstoff quasi von den Bakterien an die Pflanze abgegeben wird oder fixiert wird aus der Luft. Gleichzeitig bieten einige Leguminosen auch Nahrung für Bestäuber, also so zum Beispiel Bienen, Hummeln, Wildbienen. Und dadurch wird auch gerade viel untersucht, inwiefern sie eben auch einen Input auf die Biodiversität noch haben, auch in unserem Netzwerk. Und außerdem generell gibt es noch positive Effekte für den Boden, also dass er aufgelockert wird. Teilweise sind es tiefe Wurzeln, die nochmal Wasser in tieferen Schichten erschließen. Also mit dem Klimawandel tauchen häufiger Perioden von Trockenheit und Hitze auf, die für die gängigen Kulturen in Deutschland oder in Europa zu immer mehr Stress führen und damit auch den Ertrag mindern können und eben auch zu Ausfällen führen. Und deswegen wird auch immer mehr untersucht, welche Hülsenfrüchtearten besonders interessant bei Trockenheit und Hitze sind. Und da gibt es eben ein paar, die ziemlich was drauf haben. So zum Beispiel die Sojabohne, die sehr gut mit Hitze klarkommt. Oder jetzt gerade untersuchen wir beispielsweise die Kichererbse oder die Platterbse oder die Linse, die eben mit Trockenheitsperioden sehr gut klarkommt. Und das ist eben gerade für die Landwirte in der Region total interessant, weil sie somit möglicherweise ihr Risiko minimieren können bei solchen Trocken- und Hitzestressperioden. Damit wir die ökologischen Vorteile von Hülsenfrüchten nutzen können, ist es ganz wichtig, dass immer mehr Köche und Köchinnen diese auch verwenden. Dafür brauchen wir euch. Und ich würde euch einladen dazu, wirklich mal zu experimentieren mit den Hülsenfrüchten, die hier heimisch sind. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten.